Achso, okay. Jetzt habe ich noch ein paar Hinweise. Einfach mal Drogen, ne? Drogen gibt es irgendwie schon ewig, kann es sein? Was kann ich hier machen? A Nix, ne? foghorn to navigate and warn others at sea. Oh. Oi! Hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? Ich bin ein Freund von Imogen. Lieber so, oder? I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. Die Stimme If you passt must nicht. try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. Beobachten. Will er mit mir kämpfen oder was? Guck mal, da unten ist irgendwas. Verbundener Arm. Gewalteinwirkung oder Unfall. Sein Mund? Oder Hals, kaum sichtbarer Adamsapfel. Weiblich. Ach so, deswegen die Stimme. Ah, Imogen. Der Vater hat es nicht gemocht, dass Imogen lesbisch ist. Vielleicht deswegen. Kann man die Hose aufmachen, gucken, ob die wirklich weiblich oder männlich ist. Die Person. Breite Hüften und Oberschenkel, ausgeprägter weiblicher Körper. Aha. Und die Schuhe? Eine Sache fehlt noch, glaube ich. Ah, hier, Ellenbogen. Geschwollener Ellbogen. Er litt harten Schlag. Oder hat jemand mit dem Ellbogen eine gegeben? Verbundener Arm. Gewalteinwirkung oder Unfall? Breite Hüften und Oberschenkel. Ausgeprägter weiblicher Körper. Geschwollener Ellbogen. Er litt harten Schlag. Kaum weiblicher Adamsapfel. Weiblich. Ja, man muss nicht unbedingt einen dicken Adamsapfel haben. Einen sichtbaren Adamsapfel haben, um als Mann gekennzeichnet zu werden. Okay, aber na gut, lesen wir mal rechts, was da steht. Paul Perks ist in Wahrheit eine Frau, die sich als Mann verkleidet, um so einen besseren gesellschaftlichen Stand zu haben. Sie nutzt die Privilegien der Männerwelt, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Unter dem Deckmantel ihrer Seglerkarriere betreibt sie Schmuggel für Banden auf Codona. Tut mir leid, mir wurde gerade voll schlecht. Ich musste husten. Ihr verletzter Arm spiegelt die Gefährlichkeit ihres Lebens als Schmugglerin wider. Sie wirkt grundsätzlich furchtlos und gerät aufgrund ihrer Verbindungen zur Unterwelt immer wieder in Schwierigkeiten. Ich bin der Meinung, sie hat sich als Paul ihren Platz in der Welt verdient. Ich sehe keine Veranlassung, ihr Geheimnis preiszugeben. Okay. Weiß Imogen, dass Paul in Wirklichkeit Paula ist? Ah, oder? Also entweder professionelle Schmugglerin oder professionelle Seglerin. Der erste Absatz ist gleich. Schauen wir mal den zweiten Absatz. Sie steckt alle ihre Energie in ihren Sport, auch wenn sie dabei hin und wieder kleinere Unfälle auf dem Meer erleidet. Schrammen und ein verletzter Arm sind Ehrenzeichen dieser gefährlichen Sportart. Sie ist eine furchtlose Seglerin und nicht willens aufzugeben, auch wenn sie dafür einen hohen Preis zahlen muss und dies eigentlich nur Männern vorbehalten ist. Ich sehe keine Veranlassung, ihr Geheimnis preiszugeben. Wieso blinkt jetzt mein Controller? Ist die Batterie leer oder was? Ja, ich kann nichts mehr machen. Mach mal ganz kurz. Ich muss den Controller. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt geht der Controller wieder. Keine Ahnung warum. Okay. Was nehmen wir? Entweder sie ist professionelle Schmugglerin oder Seglerin. Also egal welches ich nehme, das Geheimnis wird nicht preisgegeben.
Er litt harten Schlag am Ellenbogen. Verbundener Arm. Gewalteinwirkung oder Unfall? Was soll ich nehmen? Verbundener Arm, Gewalteinwirkung oder Unfall. Breite Hüften und Oberschenkel, ausgeprägter weiblicher Körper. Geschwollener Ellbogen. Ich nehme jetzt einfach mal Schmugglerin, oder? Welches? Beides ist irgendwie komisch. Ja, bleiben wir bei Schmuggler. Welches habe ich jetzt gewählt? Ist es weiß gewählt oder schwarz gewählt, Mama? Ja, professionelle Schmugglerin, alles klar. Ja, komm, egal. Profil Paul Perks. In Wirklichkeit ein Mann. Das ist genau der gleiche Text. Okay, komm. Lass mal so stehen. So, a woman wishes to become a real criminal, and smuggling is a stepping stone towards that? Is there not enough prestige in yachting? Or is it easier to compete with other fools like yourself? Everyone has a starting pistol, just shoot and run. Don't say a word. I don't know where you're getting half of this nonsense, but you're on some thin ice here that I'm willing to crack. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. Wird jetzt gekämpft oder was? But I'm afraid I have to interfere. Oh oh. Ja gut, dann zerstören wir die. Kampf überspringen. Nee, komm. Lass kämpfen. Warte mal, warte mal. I will end you. Geht mal weg. I'm coming. Too simple. Echt, wo ist der? Overcome him, don't... Voll in die Fresse. I'm coming. Hör auf zu schießen, Mann. Warte, ich kann ihn verhaften. I couldn't miss the party. Den da die Ohrfeige. Cry. Warte mal, wie komme ich an den ran? Ich glaube, auf der Rückseite ist was, ne? Ah, eben habe ich es gesehen ein bisschen. Ah, ich komme nicht so. Won't work this way. I'm coming for you. Wo ist der? Warte mal, ich kann hier schicken. Warte mal. Hier. Ah, jetzt muss er nachladen. First. Oder I so. couldn't miss the party. Don't bother moving. You've lost. Einen habe ich noch, oder was? Zwei sogar. Time to knock... Won't work this way. Hey, ich will ihn verhaften, Mann. I'm coming for you. Ich kann auf seinen Schnurrbart schießen, Mann. Okay, den hab ich auch verhaftet. Ich will niemanden töten, ich will ihn nur verhaften. Snuff's ready. Vorhin habe ich alle getötet bei dieser Unterschlupf da. Bei dieser Button-Unterkunft da. Ja, wie kann ich den erledigen? Warte mal, ich muss gucken, ob ich irgendwo drauf schießen kann. Aua.
Oben die Lampe. Warte mal. Guck mal, dass er herkommt. Ich kann nicht auf die Lampe schießen dann. Ah, ja, okay. No more crime for you and Give him the pepper snuff. Ah, jetzt habe ich auch Pfefferspray, okay. Ey. Hab dich. don't cry, you'll live. The snuff's ready. It's all yours now. Jo, dich hab ich auch. Don't bother moving. Give him the pepper snuff. Der gibt sich schon, aber ich gehe nochmal hin, gib ihm mit der Faust. No more crime for you until next. The snuff's ready. Ah, ich hab alles erledigt. Sehr gut. Alle verhaftet, niemanden getötet. Sehr gut. And there's no reward for risking our lives. Auf die Paul's sanfte Tour. explanation will suffice. Trophäe auf die sanfte Tour. Es geht gar nicht. Ich kann nichts machen gerade. Ah, der Controller ist leer. Warte mal. Der Akku ist leer. Batterie, warte mal ganz kurz. Okay, ich habe neue Batterien eingesetzt. Ah, jetzt geht's auch. Jetzt geht's wieder. Okay, wo ist denn der? Ich meine, wo ist sie? Paula, wo bist du? Jo, was geht ab? Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. Hör mal zu. Gilden ist tot. Aber erstmal fragen wir mal, wo waren da heute Morgen? Oder sie? What were you doing this morning, Miss Perks? Mist. Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. Hör mal zu, der Teddy ist tot. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. Der weiß ganz genau, was passiert ist. Hat er ihn zertrampelt, ist er tot. Auch gar nicht, dass ich bin schockiert. Aber er ist nicht schockiert. Aber er will Paul sein, deswegen sage ich auch er. Kein Problem für mich. Deswegen bist der Paul. Okay, kein Problem, Paul. Aber hör mal zu. Der sagt ganz sofort, okay, da weiß wer das. Da weiß sofort, hat er ihn zertrampelt, komm, sag es mir. Als wüsste er ganz genau, was passiert ist. War er vielleicht diese dritte Person, die gegen die Wand geschleudert wurde? Sie handelt sich Ärger ein, sie sollten vorsichtiger sein. You're asking for trouble with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gilden and you, never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. Gib mir mal einen Beweis.
You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. Was ist mit dem Band hier? Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Ja, mit einer größeren Dosis wäre das möglich, oder? It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words, or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Was mir gerade einfällt, ist, der ist doch... Vielleicht war er doch hier an dem Tatort, ne? Dann ist er doch gegen die Wand geprallt. Dann ist doch sein Ellenbogen, ist doch vielleicht die Wunde da. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Kann ich eigentlich... I have to leave you for a moment. Don't sail too far away. Guck mal, da steht ein neuer Hinweis für Gedankenspiel. Ich muss ganz kurz mal das Fenster irgendwie zumachen, ganz kurz.
Weiter geht's. Da stand eben Gedankenspiele. Mach mal diese Gedankenspiele hier. Ein goldener Käfig. Oh, hier sind einige Sachen. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen verschiedenster Art, die zum Tod führten. Beschädigte Schuppenwand. Jemand wurde bei Goliaths Ausbruch gegen die Schuppenwand geschleudert. Die Person könnte dabei verletzt worden sein. Vielleicht ist der Ellenbogen. Mr. Gillen drohte Paul Perks. Er drohte mit dem Ruin der Segelkarriere, falls Paul die Beziehung mit Imogen weiter fortführt. Paul Perks hat eine frische Verletzung. Paul Perks Ellenbogen ist geschwollen und eine frische Verletzung ist zu sehen. Mr. Gilden ging gegen Paul Perks vor. Er heulte Schläger an, doch Paul Perks konnte mit kleineren Blessuren entkommen. Erstens hier mit dem Bedrohen und das hier. Mach mal die Schuppen, das muss mit dem Ellenbogen. Ja. Paul Perks gegen die Schuppenwand geprallt. Paul Perks Ellbogenverletzung könnte von einer Kollision mit der Schuppenwand auf Theodore Gildens Anwesen herrühren. Achso, ich kann das auch mal anwählen. Das passt mit dem hier. Mr. Gilden wollte Paul Perks schaden. Theodore Gilden wollte Paul Perks Karriere ruinieren und heute sogar Schläger an. Ja, okay. Kann man so stehen lassen? Hä? Wieso ist es immer noch da mit dieser Schuppenwand? Okay, reden wir mit dem jetzt über die Sachen hier. Beweise hier. I don't know what you're suggesting. A. Swift. Are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that Cortona has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. Das Profil. I'm clueless. Was soll ich da ansprechen? Parfümflasche. I don't know what you're suggesting. Ja, ich weiß. Mir war auch schon klar, dass da nichts kommt. Was ist mit den eingepackten Sachen? Wolltet ihr abhauen? Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoiled girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Ich kann mir vorstellen, dass Paul jetzt Imogen schützen will und dass er eine Lösung jetzt finden will, dass sie abhauen. Und ich glaube, Imogen kann sein, dass Imogen ihren Vater getötet hat. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Spuren vor den Schuppen, das nehmen wir als letztes. I don't know what this means. I don't know what you're suggesting. I don't know what you're suggesting. Ich glaube, jetzt geht's ab. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor.
It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. Alle Hinweise erhalten, okay? Ich esse noch die Brezel fertig. Just be quick. Just be quick. Bloodied bandages. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Just be quick. Warte mal. Achso, ich muss bestimmt hier wieder was ändern mit der Fallmappe. Just be quick. Just be quick. Okay, warte mal ganz kurz, was soll ich machen? Ich habe alle Hinweise gefunden, steht da. Just be quick. Just be quick. Hä? Oder ich gehe Ding. Okay, ich habe alle Hinweise erhalten. Dann gehen wir nochmal zum Tatort einfach zurück. Wo ist der Tatort? Wo ist der Tatort? Hier. Alle Hinweise erhalten. Achso, Schnellreise geht nur, wenn ich das Haus verlasse wahrscheinlich. Wo komme ich raus? Hier?